Transnationale Skills-Partnerships als Instrumente fairer Fachkräftesicherung gewinnen weltweit an Bedeutung. Im globalen Migrationspakt der Vereinten Nationen und in der Fachkräftestrategie der Bundesregierung sind sie fest verankert. In den letzten Jahren wurden auch zahlreiche Pilotprojekte gestartet, die auf unterschiedliche Modelle setzen. Einige zielen auf bereits qualifizierte Fachkräfte und begleiten sie bei Anerkennung und Integration. Andere öffnen Türen in das deutsche Ausbildungssystem. Wir als Bertelsmann Stiftung haben zusammen mit der GIZ, der Uniklinik Bonn und der Universität Baliuak auf den Philippinen das Global Skill Partnerships Modell in der Praxis erprobt, das bereits bei den Ausbildungsstrukturen vor Ort ansetzt. Durch die Vorbereitung der Pflegefachkräfte sowohl für den lokalen als auch für den deutschen Markt tritt anstelle eines Brain Drain ein Brain Gain. Ein echtes Triple-Win-Szenario also. Das Innovative an dem GSP-Ansatz ist, dass wir beginnen, etwas zu tun und gleichzeitig schon die Infrastruktur für morgen aufbauen. Und zwar im Herkunftsland ist der Gewinn natürlich von vornherein, dass die Ausbildung vor Ort gestärkt wird, aber der Migrationsweg geebnet wird. In Deutschland können sich Institutionen darauf einstellen, dass Fachkräfte qualitativ sehr gut ausgebildet sind, sofort anschlussfähig sind. Und letztlich, indem wir das immer wiederholen, wird die Qualität immer besser und wir können natürlich auch positive Kosteneffekte erzielen. Wir haben gesehen, es funktioniert und wollen dieses Wissen natürlich weitertragen. Wir haben initiiert eine sogenannte Denkfabrik für transnationale Skill Partnerships, wo wir mit interessierten Stakeholdern in Deutschland uns austauschen. Also ganz besonders war auch der Spirit der Denkfabrik, so die Bereitschaft der Teilnehmerinnen, die aus sehr unterschiedlichen Bereichen kamen, eben zielgerichtet, pragmatisch zusammenzuarbeiten und sich auszutauschen. Es ist immer gut, wenn verschiedene Experten auch mit ganz unterschiedlichen Blickwinkeln miteinander diskutieren, weil dann auch neue Ideen entwickelt werden können. Ich denke, ein ganz wichtiger Meilenstein ist, dass wir inzwischen eine gemeinsame Sprache entwickelt haben durch die Denkfabrik. Das kommt aus der Wissenschaft, das kommt auch von den Papieren, die in der Denkfabrik erarbeitet wurden. Wir haben eine Typologie und das war am Anfang nicht so. Also was besonders Spaß gemacht hat bei der Denkfabrik war, dass bei jedem thematischen Schwerpunkt, und davon gab es ja einige, unterschiedliche Methoden angewandt wurden. Die Hintergründe der Teilnehmenden in der Denkfabrik waren sehr unterschiedlich. Die Herausforderungen, mit denen sie täglich zu kämpfen haben, waren hingegen erstaunlich ähnlich. Die Ministerien müssten enger zusammenarbeiten. Diese Ausbildungspartnerschaften sind so komplex, sind so kompliziert, dass das nur in Zusammenarbeit zwischen den Ressorts, in Abstimmung der Ressorts geht. Eine Herausforderung ist auf jeden Fall die Finanzierung. Das sagen immer alle bei allem, aber in dem Fall würde ich sagen, es ist die Vorfinanzierung. Nicht nur die Finanzierung an sich, sondern die Frage, wer geht ins Risiko und wer überbrückt die Zeit. Die internationalen Standards bei der fairen Rekrutierung haben auf jeden Fall eine große Rolle gespielt. Jetzt in der Denkfabrik war das auch mal die Möglichkeit, das mit anderen Berufsgruppen zu diskutieren. Die Denkfabrik hat über ein Jahr lang intensiv an Lösungen gearbeitet, die wir jetzt allen zugänglich machen. Damit wollen wir einen Beitrag leisten, um die Rahmenbedingungen für diese Leuchttürme internationaler Zusammenarbeit systemweit zu verbessern und neue Maßstäbe zu setzen für die faire Fachkräfteanwerbung Made in Germany.